It is like Champions League just for the young players. Die Youth League ist in unserer strategischen Ausrichtung sicher ein wichtiger Teil, weil das die erste internationale Bühne ist. Das höchste Level, auf dem man spielen kann, auf dem man auch zeigen kann, was man kann. Ja, es ist halt so, dass jedes Jahr wieder eine neue Mannschaft, eine frische Mannschaft irgendwie ein bisschen kommt, weil die Älteren eben auch wegfallen und dann immer wieder Jüngere dazukommen. I'm John Melberg, I'm 17 years old and I came to Salisbury this summer. Als Person würde ich mich als sehr fleißig, sehr detailversessen bezeichnen. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen meine Arbeit wider. Ja, auch sehr, sehr ambitioniert und vor allem im Grunde ganz, ganz großen Anspruch an mich selber. Bei der Auslosung haben sich allesamt gefreut. Ich meine, so grob, wenn man schon lange dabei ist, weiß man ja so, welche Mannschaften vor allem auch richtig gute Nachwuchsabteilungen haben und welche Mannschaften einfach ja, einen richtigen Flair haben zu spielen. Und da war eigentlich sofort allen bewusst, sowohl den Spielern als auch dem Staff, dass wir auf drei ja, richtig große Spitzenmannschaften treffen. Benfica hat halt vor 2 Jahren im Finale gegen uns 5 oder 6-0 gewonnen und da hatte man schon ein bisschen Respekt vom Gegner. Sicherlich keine schlechten Gegner, aber wir wissen auch, was wir drauf haben und wir wissen auch genau, dass wir jeden schlagen können. Es ist trotzdem so gemacht, dass wir quasi A gegen B spielen. So, ne? Und die anderen habe ich im 4-3-3 hingestellt und das nur mit denen spielen und mit denen auch die Standards machen, offensiv. Ja. Von hier runter zunächst einmal in weiß, von rechts nach links die Viererkette. Marc, Mosi, John, Matteo, Doppel 6, Paumi, Ello, rechte 10, Olli, linke 10, Sissi. Vorne Adam und Trumi. Auf geht's, na komm! Ersten Kontakt nach vorne, mutig, nach vorne, nach vorne! Benfica Lissabon ist ein sehr, sehr spezieller Gegner. Zum einen, weil die portugiesischen Mannschaften, vor allen Dingen der Spitzenclubs, ja, wirklich sehr, sehr berühmt sind für ihre Nachwuchsarbeit und für ihre Talente. Mit seinen langen Haaren. Das eine ist einmal das internationale Flair, Reisetätigkeiten, englische Wochen und all die Dinge sollen dazu führen, dass die Jungs Stück für Stück dann auch auf die große Fußballbühne vorbereitet werden. Die Reise ist generell cool, sie ist eine neue Stadt und es ist halt nicht selbstverständlich, was wir hier durchmachen. Ist schon was extrem Cooles. Buongiorno. Das ist was sehr Besonderes. Das ist was sehr Besonderes. Das spürt man auch, nicht nur bei euch, das ist mir schon die letzten 2 Tage im Training aufgefallen, sondern auch bei allem drumherum. Das merkst du auch in der Akademie, das mit Benji noch gestern darüber gesprochen, dass das irgendwie was Besonderes ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass viele aus Salzburg, viele aus der Akademie, viele von euch, aber auch Freunde, Familie noch zuschauen werden, weil es irgendwie für alle dann doch nochmal was anderes ist. Und so gehen wir es auch an. Das müssen wir auch mitnehmen. Jetzt erstmal Standards in voller Konzentration. Die Startelf ist genauso
genauso, 1:1. Natürlich ist da eine Anspannung da. Die Youth League-Saison startet, jetzt geht's los und wir waren alle schon etwas nervös, aber haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass es endlich losgeht. Klar, dass es ja, ein wirklich sehr, sehr intensives Spiel und auch sehr herausforderndes Spiel für uns wird und dass es vor allen Dingen ein Spiel sein wird, wo es darauf ankommt, extrem gut gegen den Ball zu arbeiten und sehr intensiv gegen den Ball zu arbeiten. Und das gilt dann vor allen Dingen für die Vorbereitung, dass wir sehr, sehr, sehr bei uns sind und dass wir unsere Prinzipien und unsere DNA bestmöglich auf den Platz bekommen, weil das die einzige Möglichkeit ist, so einen Gegner überhaupt in den Griff zu haben. Einige von uns haben Youth League schon gespielt, manche spielen es heute zum ersten Mal. Ich kann es euch sagen, es ist was ganz Besonderes. Deswegen gehen wir da raus als Team. Dann habe ich halt eben nachgedacht, eben vor 2 Jahren eben das Spiel im Finale, was halt nicht so glücklich für uns ausgegangen ist. Da ist halt die ganzen Emotionen sind da auch mit dabei. It's a repeat of the 2017 and 2022 UEFA Youth League finals as Benfica hosts Salzburg. There are 7 different nationalities in the Salzburg starting 11. Das Spiel war auch extrem schwer, weil die schon ein bisschen überlegen waren. Wir mussten viel hinterherlaufen. What a magnificent strike! 8 minutes to play. Dann Gott sei Dank noch den Ausgleichstreffer in der letzten Minute. Es war natürlich ein geiles Gefühl, gegen Benfica ein Tor zu schießen, auch noch zu dem Zeitpunkt, was für uns sehr wichtig war, den Punkt mitzunehmen. Und es war auch mein erstes Tor in der Youth League, also ein besonderes Gefühl. Muss man im Nachgang definitiv zufrieden sein mit dem Punkt und auch honorieren, dass der Gegner es an dem Tag einfach auch über gewisse Phasen sehr, sehr gut gemacht hat. Also die Vorbereitungszeit für ein Youth League-Spiel ist schon ziemlich begrenzt. Hängt vor allen Dingen auch nochmal davon ab, wann das letzte Pflichtspiel war. In unserem Fall ist das ja ein Zweitligaspiel und da kann schon mal sein, dass zwischendurch nur 2 Tage sind zur Vorbereitung. Insofern kann man da jetzt nicht mehr viel technisch-taktisch trainieren, sondern da läuft dann viel über Video und Videoschulung einfach auch ab, sodass die Jungs einfach wissen, was sie erwartet und was unser Plan ist. Und dann nochmal einen Tag hat, wo man quasi alle Spielphasen samt Standards durchgeht auf dem Platz. Kurz zum 8. dem Anlauf, oder? Das 6. zum 8. Ja, weil Endo ist ja 6. Und ja, das ist ein Restverteidigungsthema. Das ist ja dann in der 8. Aber wenn die den Ball dann gewinnen, ja? und Thompson hat den Ball und dann kann Endo ja nicht mehr so schnell schließen. Wer attackiert dann raus auf den AV? Erst wenn deine geschlossen ist, kannst du wieder auf deine gehen. So, das sind dann Situationen, wenn wir einen Ball haben, wenn eine Unterbrechung ist oder wenn du siehst, wer auch immer, Benji, Marc sind schon wieder da, haben die Position aufgefüllt, dann kannst du wieder auf deine Position gehen und wir haben wieder unsere Struktur. Ich glaube, dass viele Akademien sehr, sehr gute Arbeit leisten auf technisch-taktischer Seite. Aber bei uns kommen noch mal 2 Punkte hinzu.
So empfinde ich das vor allen Dingen. Das eine ist, dass wir eine ganz, ganz klare DNA haben, Fußball zu spielen und dass wir das denen richtig einimpfen. Und auf der anderen Seite auch, wie gesagt, dass wir uns ziemlich ganzheitlich sehen. Also dass wir zur gleichen Zeit den gleichen Gedanken haben und eine totale Überzeugung reinlegen. Und dann soll es schon so sein, dass der Gegner, ich sage jetzt mal, fühlt, dass er gegen alle gleichzeitig spielt. Nach vorne spielen. Nur, dass ihr die Grundidee einmal im Kopf habt. Simpel, aber, wenn wir es gut machen, extrem effektiv. Okay? Das spielen wir in aller Ruhe einmal durch, von dort aus, gemeinsam mit dem Torwart. Spanier auch wieder sehr spielstarke Mannschaften. So haben gegen Inter Mailand im ersten Spiel 3-3 gespielt. Wir haben gewusst, da kann viel auf uns zukommen eben auch. We don't have makeup and everything on our face. Next year. It is a great feeling, of course. You have such a big club that's believing in you and have some big plans for players like me. Ja, der Adam hat, denke ich, total spannende Parameter in sich, in puncto Schnelligkeit, in puncto Tiefgang, in puncto Entschlossenheit. Für sein Alter zum einen sehr, sehr offen, aber auch schon sehr, sehr reifer. Also eine reife Persönlichkeit. Football for me is happiness. You can do it whenever you want and give everything, push up and win the game. Wenn wir rausgehen heute, vom ersten Moment an laut sein, vom ersten Moment an intensiv sein, vom ersten Moment ein richtiges Team sein. Solche Spiele, die gewinnst du nur, wenn du im Kollektiv top bist. Da wird es nie reichen, dass ein einzelner Mann eine super Leistung hat. Das geht nur im Kollektiv, Männer. Und davon hatten wir schon viele Momente und dann wird's ein gutes Spiel. Viel Erfolg, Männer! Neumann. Schickt Dagim gut in die Gasse. Dagim, erster guter Abschluss und das 1:0. Always a great feeling to score a goal. Everyone knows that, and especially in these kind of games, big tournaments. Zu steile Reingabe und Führungstreffer durch Moritz Neumann. Nächste gute Abschlussmöglichkeit für die Spanier und der kullert irgendwie durch. Der Däne mit der nächsten Möglichkeit, wieder mit dem Treffer. Das 4:2 für die Jungbull. Crescenti! Die Stimmung war nach dem Spiel natürlich geil. So, jeder war voll gut drauf. 5:2 ist ja auch nicht so irgendein Ergebnis, das muss man schon mal hinkriegen. Wenn die Leute irgendwann mal über das allererste Spiel, das allererste Youth-Spiel mit mir reden, dann reden die über einen 5:2-Sieg. 5:2, Männer, Glückwunsch!
gibt tatsächlich die rote Karte. Geh mal,